Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Stracon 2021 Video. Als Ergänzung zur Bearbeitung im Planmodell kann seit der Version 2021 auch im Projektmodell gearbeitet werden. Diese Methode ermöglicht eine 3D-Bearbeitung, die zunächst unabhängig von Plänen gleichzeitig in mehreren Teilmodellen stattfinden kann, die alle dieselbe Projektstruktur nutzen. Legen wir in Stracon ein neues Projekt, also einen neuen Arbeitsbereich an, erhalten wir zunächst eine kurze Information über die Unterschiede zwischen dem bisher genutzten Planmodell und dem nun zusätzlich möglichen Projektmodell. Diese kann, wenn einmal verstanden, auch dauerhaft ausgeschaltet werden. Wir entscheiden uns also für das Projektmodell. Diese Entscheidung gilt für das gesamte Projekt und kann nicht geändert werden. Pläne aus Planmodellen können nicht in Projektmodellen geöffnet werden, umgekehrt geht dies auch nicht. Nun müssen wir zunächst einen Plan anlegen. Dies ist in der aktuellen Version noch erforderlich, um die 3D-Bearbeitung im Cube starten zu können. In Zukunft wird der Start der Bearbeitung im Projektmodell auch ohne das Anlegen eines Planes möglich sein, sodass zunächst das 3D-BIM-Modell komplett erstellt und erst später die benötigten Pläne abgeleitet werden können. Starten wir den Cube, wird das erste Teilmodell des Projektmodells angelegt, in unserem Beispiel das Kellergeschoss (KG). Die Projektstruktur, die es ja schon länger gibt, bestehend aus Gelände, Gebäuden, Stockwerken, gilt bei der Eingabe für das gesamte Projekt. Eine Ergänzung oder Änderung gilt also projektweit, auch aus der späteren Planbearbeitung heraus. Jeder einzelne Struktureintrag muss also nur einmalig angelegt werden. Die Modellierung erfolgt in der gewünschten Projektstrukturebene und im gewählten Teilmodell. Beginnen wir im Kellergeschoss mit der Eingabe eines Streifenfundamentes und haben anschließend sehr schnell ein Kellergeschoss erstellt. Um weitere Stockwerke, Bauabschnitte oder andere geplante Aufteilungen vorzunehmen, können wir in der Konfiguration des Projektmodells weitere Teilmodelle anlegen. Die schon vorhandenen werden hier aufgelistet. Um ein Modell zu haben, mit dem wir weiterarbeiten können, ergänzen wir noch schnell ein paar Objekte im Erdgeschoss. Sowohl wie vorher schon möglich über die Projektstruktur als auch über die Teilmodelle können die Inhalte ausgeblendet bzw. gefiltert werden. Das aktive Teilmodell, in dem ich arbeite, wird mit einem orangen Haken versehen. Neben der Konfiguration des Projektmodells können die Teilmodelle auch zum einen publiziert werden. Dies bedeutet, dass der aktuelle Stand aller Teilmodelle gespeichert wird und somit von anderen Anwendern über die Aktualisierung des Modells in ihren Ansichten aufgefrischt werden kann. Zum anderen können wir die Teilmodelle freigeben. Auch hier wird natürlich der Stand gesichert und zusätzlich anderen Anwendern die Möglichkeit gegeben, diese Teilmodelle zur exklusiven Bearbeitung zu nutzen. Daher das Schlosssymbol vor dem Teilmodell. Wie eben angesprochen, kann hier ein Teilmodell, das vorher freigegeben wurde, von jedem Projektbearbeiter zur exklusiven Bearbeitung herangezogen werden.
Hat sich inzwischen ein anderer Anwender, in unserem Fall Anwenderin Andrea Kollege, das Teilbild genommen, bekommen wir darüber eine Meldung und wir können ihr entweder sagen, was als nächstes zu bearbeiten ist, oder sie bitten, das Teilmodell wieder freizugeben. Das hat sie dann auf Nachfrage getan und wir können im Erdgeschoss weiterarbeiten. In allen Teilmodellen, die nicht gesperrt sind, kann, ohne dass wir in einen anderen Plan wechseln müssen, gearbeitet werden, selbst wenn schon Pläne hieraus abgeleitet wurden. So können wir also in unserem Beispiel geschossübergreifend oder vielleicht auch in unterschiedlichen Bauabschnitten Geometrie oder zum Beispiel Materialänderungen in einem Schritt vornehmen. Auch das ein weiterer Vorteil des Projektmodells gegenüber dem Planmodell. Möchten wir nun mit der Cube-Bewährung im Projektmodell arbeiten, sollten wir hier für die angedachten Bewährungspläne jeweils Teilmodelle anlegen. So zum Beispiel ein Teilmodell für die Bewährung der Unterzüge im Kellergeschoss. In diesem aktiven Teilmodell geben wir nun die Cube-Bewährung ein. Jetzt möchten wir also, abgesehen von dem Plan, den wir aktuell noch für den Cube-Start brauchten, unseren ersten Plan vom Projektmodell erstellen. In diesem Fall den Bewährungsplan der Unterzüge. Wir nutzen hier die Planbibliothek und geben dem Plan den gleichen Namen wie dem Teilmodell. Das ist nicht zwingend erforderlich, steigert aber die Übersichtlichkeit ungemein. Beim Start des Cube werden alle bisher zur Verfügung stehenden Teilmodelle angeboten. Benötigen wir für den Plan nicht alle, nehmen wir nur die für uns wichtigen Teilmodelle. Haben wir eins vergessen, können wir dieses auch nachträglich dazu holen oder natürlich auch wieder entfernen. Beim Ablegen einer 3D-Sicht mit Darstellung der Cube-Bewährung wird die enthaltene Bewährung auf diesem Plan positioniert. Das Teilmodell mit der Bewährung ist ab diesem Zeitpunkt fest mit diesem Plan verbunden. Beim Ablegen einer weiteren 3D-Sicht erscheint diese Meldung nicht mehr, da diese Verbindung schon besteht. Das jetzt mit dem Plan verbundene Teilmodell kann nun auch nicht mehr für die Bearbeitung von anderen Plänen aus freigegeben werden, ist also nur vom zugehörigen Bewährungsplan zu bearbeiten. Dementsprechend kann es auf anderen Plänen, hier unser erster Projektmodellplan, nicht mehr zur exklusiven Bearbeitung herangeholt werden. In einem weiteren Teilmodell für Bewährung haben wir mittlerweile Wände des Kellergeschosses bewährt und diese auch in einem Plan abgelegt. Diese sollen nun in anderen Plänen, zum Beispiel im Bewährungsplan der Erdgeschosswände, dargestellt werden. Auch das ist durchaus möglich.
Wir legen uns also ein Teilmodell für die Wandbewehrung im Erdgeschoss an und könnten hier jetzt mit der Cube-Bewehrung arbeiten. Anschließend legen wir den zugehörigen Bewehrungsplan an. Hier kann nun auch das Teilmodell der Kellerwandbewehrung ausgewählt und diese als nicht positionierte Anschlussbewehrung dargestellt werden. Wir legen also eine 3D-Sicht ab, in der es hauptsächlich um die Wand aus dem EG geht, die aber die Bewehrung aus dem KG mit spezieller Darstellung anzeigt. Die Cube-Bewehrung der Erdgeschosswand kann natürlich auch im schon angelegten Plan nachträglich eingegeben werden. Richtige Strukturebene und passendes Teilmodell gewählt, Bewehrung eingeben und weitere Sichten ablegen oder vorhandene aktualisieren. Springen wir nun nochmal in unseren ursprünglichen ersten Plan. Gesperrte Teilmodelle, die, wie wir mittlerweile wissen, bei anderen Anwendern in Bearbeitung sein können, werden standardmäßig statt in Materialfarbe in einem blassen Grau dargestellt, ähnlich wie bei den Modellreferenzen in einem Planmodell. Dies kann über die Schaltfläche Externe Objekte im Register Ansicht geändert werden. Wurden mittlerweile weitere Teilmodelle erzeugt, können diese natürlich hinzugeholt und, sofern möglich, auch exklusiv bearbeitet werden. Das Strakon-Projektmodell mit Teilmodellen zum 3D-BIM-Gesamtmodell.